Mr. Digby. So, das heißt, wir haben hier eigentlich fast alles abgeschlossen, bis auf... Ja, der Kollege ist ja Archer Woodbed ist tot und ja, Versteckspiel. Finde heraus, warum er... Ja, egal. So, hier haben wir auch noch was. Das ist das Gebiet. Das Gebiet. Wo wir jetzt so unbedingt erstmal hin sollten. Nach Whitechapel. Hier kommen wir nach Whitechapel. Oh, das ist ja voll weit weg. Dann sollten wir einmal zum Krankenhaus gehen, würde ich sagen. Ja, einmal zum Krankenhaus. Da die ganzen Untersuchungen einmal machen. Und dann nach Whitechapel. Ja, einfach hier durch. Aber ich will jetzt nicht schon wieder kämpfen. Sorry, sir. No admittance. Get them weapons ready. Alter. Over there. Bloody leech. Yummy, 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 yummy. So. Der Kollege hat jetzt Blutarmut. Der braucht Medizin. Dead inside. Wo denn? Ich möchte ihn sehen. Er ist ein guter Freund und ich möchte ihn umarmen. Was? Und tschüss. Oi. Ein Werwolf. Bin weg. Hä? Nein. Oh, verdammt, wir müssen mit ihm reden. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to it. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Linz. I kill you. Tired of all these puppet shows. Können wir hier unten einfach lang? Das wäre richtig cool. Jo, sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Für die beiden. Erzähl Thoreau Strickland, was passiert ist. Und das begibt dich zum Ort Goswicks zur Wohnung. Und die Wohnung ist natürlich da, wo der Werwolf ist.
Alter. Quarantäne-Grippe betreten Sie diesen Bereich nicht. Nö, habe ich nicht vor. Danke für die, neuer Unterschlupf verfügbar. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Tür wurde aufgeschlossen. Gefalteter Brief. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wären Ordelais-Verse als Echo meines ganzen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den Geist er seufzt unter Leidmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken. Die schwarzen Tage, der trauriger ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Leb wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ja, das ist schwierig, ne? Schweigepflicht. It's locked. It's locked, alright. Schoß der Bestie. Schoß der Bestie. Der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Vampire erschaffen ihre verdorbenen Abkommen mit Blut. Wir alle wissen das. Manche von uns haben es sogar mit angesehen. Aber was geht dabei wirklich vor sich? Ist es die einzige Art für Vampire, sich zu vermehren? Schauen wir auf das, was wir bereits wissen. Wenn ein Vampir eines Abkommen erschaffen will, beißt er nicht, sondern gibt ihnen etwas von seinem eigenen Blut. Die meisten Opfer sterben, wenn sie gebissen werden. Aber manche überleben und werden selbst zu Blutsaugern. Dies geschieht nur, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise an das Vampirblut anpassen. Es ist nicht der Biss des Raubtiers, sondern sein Blut, das das Opfer ansteckt, wenn es die Qualen der Verwandlung überlebt. Es scheint auch so, als könnten sich Vampire durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Der Vampir paart sich und zeugt ein Kind. Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Vampir führen selten zu einer Befruchtung, aber manche haben es trotzdem versucht. Die Schwangerschaft dauert bei Vampiren nur wenige Wochen lang und der Schmerz für die Mutter ist enorm. Wenn sie sterblich ist, wird sie die Entbindung nicht überleben. Das Vampirkind zerreißt Mutterleib und Gedärme bei der Geburt. Ist die Mutter Vampirin, überlebt sie wahrscheinlich die Geburt und erholt sich. Der neugeborene Vampir wächst schnell und ist schon nach ein paar Monaten erwachsen. Aus der Widersacher von Candlestone, Gründer der Wache von Priven. Okay. Das heißt, wir haben das. Das ist gut, das ist gut. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich dahin. Wir haben das hier also fertig. Den örtlichen Befehlsstand. Der ist da drüben Richtung Whitechapel.
Dann werden wir mal Richtung Whitechapel auch gehen. Ich habe gerade das Leben gerettet und er greift mich weiter an. Was für ein Ochse. Unglaublich. Aber was für eine Schwachbinde. Egal. Das Krankenhaus ist voll. Jo, das ist ja normal, würde ich sagen. Ziemlich normal. Enter at your own risk. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier Angst haben müssen. Wir kriegen ja... Mittlerweile können wir uns ja ganz gut verteidigen. Dead inside. Kollege. Mhm. Ach ja, diese verdammten Skags. Diese verdammten Skags. So, hier durch noch. Ich würde sagen, hier ungefähr. Nee, weiter hoch dann noch. So, sonst ist hier nichts. Nein. Der Befehl stand. Ist das nicht der? Nee. Nach oben? Wo komme ich denn nach oben? Komme ich denn nach oben? Und wenn es hier keine Treppe gibt? Da komme ich auch nicht hoch. Andere Seite bestimmt.
Was auch immer der jetzt gerade versucht aufzubrechen. Das soll uns mal egal sein. He's mine! It's a leech! Kill it! Christ! He's dead! So, kommen wir denn da hoch jetzt? Da waren wir schon. Und irgendwie da hoch. Oh Gott, hier ist dann auch noch ein Weg. Ja, Augen auf, ne? Einen Priven-Block. Let's turn around if I were you. Wouldn't come any closer. Die, Was? Bericht über Pembroke. 2. November. Von Speer Louis Cagney an Miss Geoffrey McCallum. Betreff Pembroke Hospital. Erkunden Vampyraktivität. Sir, wir beobachten das Pembroke Hospital nun seit 2 Wochen und können Vampyraktivität dort bestätigen. Zunächst haben wir nun Beweise, dass sich eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren, unheiligen Zustand zu verbergen. Ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötige, weil ihr Körper verwese. Und es wird noch schlimmer. Der Leiter des Pembroke Hospitals ist Dr. Swansea. Unsere Gruppenanführerin Amanda Tilton, sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skell am Kanal. Zufolge könnte er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Stola sein. Wenn das stimmt, könnte in Pembroke etwas Großes vor sich gehen. Vielleicht ist es gar ein Vampirnest, beschützt von diesen verdammten Stola-Verrätern. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schweren Geschützen herkommen sollten. Besser nicht. Ich glaube, das ist nicht nötig. Das ist definitiv nicht nötig. Denn ich weiß mit ziemlich genauer Wahrscheinlichkeit, dass die einfach nicht so ganz dicht ist. So, das heißt, wir haben jetzt auch hier alles durch, ne? Ja, wir brauchen nur noch abgeben. Ne, das ist ja noch das andere Gebiet. So, das haben wir auch. Ja gut, das haben wir auch durch. Wir fehlen uns nur das hier. Dann wollen wir jetzt auch noch dahin einmal, nach Whitechapel. Dann geben wir das erstmal ab. Wir gehen das erstmal abgeben. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind, dann gehen wir das erstmal ab. Dann haben wir das Gebiet nämlich auch so weit durch.
Danach wird es tatsächlich dann nochmal... Wo haben wir denn die Dame? Hier. Da ist sie. Good evening, Miss Halcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Okay. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Okay. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Klar. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Halcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. Ja, bestimmt. I'll keep that proposition in mind. Bestimmt. Vor allem bestimmt will ich das. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Er in der Dunkelheit. Und dann verarscht er sie auch noch so. On every street corner. Goswicks came here in the first place. Daily routine. Und dann verarscht er die auch noch so. Wie mies. Mr. Mortimer. Good evening, Mr. Goswick. How are Goswick. you? I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Okay. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor, for I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm all right. Don't waste your time with Good me. evening, Doctor. How is my son doing? Rede doch selber mit ihm. Er sitzt doch direkt neben dir. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things.
Okay. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Okay. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Okay. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his Spricht er doch über den first Brief. attempt. Oh He Mann. threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Warum glaubt sie, dass es um sie geht? Goodbye, Mrs. Goswick. Oh Mann, Hauptsache immer man selbst, ne? Ist ja typisch. Die beiden Ärzte. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Bestimmt, bestimmt, bestimmt. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Okay. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Ja, ich glaube auch nicht. Goodbye, Wir Dr. müssen also Strickland. noch was machen. I can't let Strickland... I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Richtig, richtig, richtig. Und eine sehr gute Entscheidung. Thank you for your time. We'll talk later. Gut, nochmal reingucken. Gut, bringe Einheiten Natriumchlorid
zu deiner medizinischen Arbeit zu bringe Einheit Valium per Manganat zu deinem Arbeitsmittel, bringe 6 Einheiten Eisennitrat zu deinem medizinischen Tisch. Können wir hier direkt machen. Ist nicht schlecht. So. Gehen wir direkt hier hoch. Wir machen das mal direkt. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Was soll's.